Du möchtest dir ein Auto leasen, ganz egal ob geschäftlich oder privat. Oder du besorgst dir ein neues Auto und finanzierst dieses über einen Kredit. Dann ist es ganz wichtig, dass du genau in deine Versicherungsklauseln schaust, beziehungsweise in die Vertragsbedingungen des Leasing- oder Kreditvertrages und dann dementsprechend auch natürlich die richtige Versicherung abschließen. Da kommt dann die GAP-Deckung ins Spiel und mit der beschäftigen wir uns heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Mein Name ist Nico von Lycom Versicherungsmakler. Immer dann, wenn du dir ein Auto, ein Kfz in Kreditform finanzierst, ganz egal ob Leasing oder Privatkredit, geschäftlicher Bereich oder privater Bereich, kommt es eben auf den besten Versicherungsschutz an. Meistens ist das vertraglich anhand von Kreditvertrag oder Leasingvertrag vorgeschrieben, meist eben durch die Vollkaskoversicherung. Die Haftpflichtversicherung ist sowieso immer Pflicht. Sobald du ein Auto in Deutschland zulässt oder auf deutschen Straßen bewegt, muss dieses Kfz eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Die Leasingverträge oder Kreditverträge schreiben dann dementsprechend vor, Teilkasko bzw. Vollkaskoversicherung, und dementsprechend musst du natürlich dann eine solche abschließen. Wenn es um die GAP-Deckungssumme geht, das kommt aus dem Englischen und beschreibt eine Lücke, schließen wir also eine Lücke, die entstehen kann. Und zwar immer dann, wenn dein Auto einen Totalschaden erleidet, einen wirtschaftlichen Totalschaden, beziehungsweise dem Diebstahl zum Opfer fällt und dementsprechend abhanden kommt. Da ist es immer wichtig, was in den Versicherungsbedingungen genau notiert ist, und dort ist eben zum Beispiel auch vom Neupreis die Rede, beziehungsweise vom Restwert. Und da kommt es eben ganz drauf an, wie lange dein Versicherungsvertrag läuft, beziehungsweise wie teuer insgesamt dein Auto ist, das Auto ist, denn da kommt es letztendlich darauf an, wie viel Leasingrate oder Kreditsumme zahlst du monatlich ab? Kommt dein Auto jetzt abhanden oder wird komplett zerstört, also wirtschaftlicher Totalschaden, dann hast du natürlich einen Wiederbeschaffungswert bzw. eine Neupreiserstattung, und dementsprechend kommt es natürlich darauf an, was versichert ist. Sollte jetzt zum Beispiel eine Wiederbeschaffungssumme von 18.000 Euro im Raum stehen und die Rest-Leasing-Raten würden eine Summe zum Beispiel von 22.000 Euro ergeben, nur mal als Beispiel, dann entsteht hier eine Lücke von 4.000 Euro. Die müsstest du normalerweise privat selbst tragen. Hast du diese GAP-Deckung mit abgeschlossen, dann ist diese Lücke geschlossen. Das heißt, die GAP-Deckung übernimmt diese 4.000 Euro Lücke. Hast du zum Beispiel eine Neupreisentschädigung, dementsprechend hast du natürlich auch dort eine gewisse Laufzeit. Die läuft meistens in dieser Neupreisentschädigung für 12 Monate bzw. 24 Monate. Da ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn du einen Leasingvertrag abgeschlossen hast, der zum Beispiel 4 Jahre geht? Dann sind also 2 Jahre übrig. In diesem Bereich würde dann die GAP-Deckung natürlich greifen. Vorher benötigst du diese nicht, aber fürs 3. und 4. Leasingjahr oder Kreditjahr wird diese eben benötigt. Die GAP-Deckung, die kann man natürlich auch noch im Nachhinein abschließen. Das heißt, du hast einen bestehenden Vollkaskovertrag zum Beispiel, und dann kannst du beim Versicherer dementsprechend anfragen, unter welchen Konditionen die GAP-Deckung mit abgeschlossen werden kann. Oft ist das sogar umsonst, das heißt kostenlos dabei, und bei anderen Versicherern kostet es eben einen Zuschlag. Dementsprechend wird das natürlich dann mit deiner Kfz-Versicherungsprämie verrechnet und du zahlst dann fürs 3. und 4. Jahr zum Beispiel etwas mehr. Aber dementsprechend, wenn du keinen Unfall hast, wirst du natürlich auch wieder in den Schadensfreiheitsklassen besser gestuft. Das heißt, da kommt es eventuell drauf an, wie genau der Vertrag läuft, und vielleicht kannst du das im 3., 4. Jahr sogar kostenfrei mit einschließen, beziehungsweise zum gleichen Betrag eben wie vorher. Das heißt, besserer Versicherungsschutz zum gleichen Preis, eine gute Sache. Wichtig ist in diesem Bereich eben immer, dass du dir bewusst bist, dass wenn diese GAP-Deckungssumme nicht mit abgeschlossen ist, dass du eventuell in der Situation zu 100% für diese Lücke haftbar zu machen bist. Solltest du jetzt in Zukunft einen Leasingvertrag abschließen, das heißt im Jahr 2022, und dementsprechend auch eine Kfz-Versicherung abschließen müssen, das ist ja klar, dann solltest du unbedingt ein Augenmerk auf diese Klausel legen und diese auch in die Kalkulation mit einfließen lassen. Mit berechnen, ohne berechnen, Differenzbetrag dementsprechend anschauen, die Klauseln lesen lassen, am besten alles eigentlich vom Versicherungsmakler, der weiß sowieso, welche Versicherungen du genau speziell für diesen Vertrag brauchst. Der liest auch den Vertrag vom Leasinggeber, dementsprechend weiß man auch ganz genau, was man mit einschließen soll. Private Wünsche werden natürlich auch berücksichtigt und natürlich dann dementsprechend auch die GAP-Deckung mit eingeschlossen, damit auch im Ernstfall alles in Butter ist und du nicht das böse Erwachen auf einmal erleidest. Also ganz wichtig, die Vertragsklauseln lesen und natürlich diese nicht nur im Versicherungsbereich, sondern auch im Leasing- bzw. Kreditvertrag. Das ist ganz wichtig. Und dementsprechend kannst du sicher sein, dass alles in geregelten Bahnen läuft, sobald der Ernstfall eintritt. Das war's
Das kurz und knapp zur GAP-Deckung für dein geleastes bzw. kreditfinanziertes Auto und dementsprechend natürlich im Teil- bzw. Vollkasko-Versicherungsbereich. Dass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.